Hallo, willkommen in Toronto. Wir sind auf der Queen Street und wie man sehen kann, gerade sehr, sehr gut besucht. Das Wetter ist ziemlich gut für Anfang November. Und hier ist halt immer viel los. Viele Dinge, die man hier machen kann. Allerdings, wie man im Hintergrund auch sehen kann, ist das eines der Viertel in Toronto, was sich ziemlich viel verändert. Also viele Wohnungen, die hier gebaut werden. Viele alte Häuser werden abgerissen und neue Wohnungen gebaut. Und man versucht halt hier schon seit Jahren den wachsenden Ansturm von Einwanderern gerecht zu werden und mehr Wohnungsraum zu schaffen. Und diese Condo-Buildings, die hier überall stehen, die sind halt ein Teil dieses Plans, möglichst viele Wohnungen auf möglichst wenig Raum zu schaffen. Allerdings gibt es ein Problem und das sind die steigenden Preise hier in Toronto. Hier in Toronto ist es momentan schwierig, Wohnungen zu finden, obwohl es, glaube ich, mittlerweile etwas leichter geworden ist, aber es gibt halt nicht genug für die vielen Leute, die hier immer noch leben bzw. umziehen möchten oder einziehen möchten. Und auf der anderen Seite sind die Wohnungen sehr, sehr teuer. Also verhältnismäßig für Kanada so teuer, dass viele Leute sich das alleine gar nicht leisten können. Entweder mit Mitbewohnern leben oder viele, die auch mittlerweile die Stadt verlassen und wieder in kleinere Städte oder aufs Land ziehen. Und viele Immigranten, die zurückziehen in die Länder, aus denen sie ursprünglich mal eingewandert sind. Beziehungsweise gibt es halt auch eine Gruppe von Leuten, die permanent von zu Hause aus arbeitet. Gerade nach der Pandemie ist die Zahl derer deutlich angestiegen. Und die suchen sich jetzt mittlerweile Städte und Länder, in denen es einfach billiger ist zu leben. Weil Toronto gehört definitiv nicht zu den billigeren Städten. Also Wohnungen ist, wie gesagt, ein Problem, aber halt auch die Preise für Lebensmittel und sonstige Lebenshaltungskosten sind mittlerweile relativ hoch. Also die Inflation ist auch hier ein Problem. Gleichzeitig steigen die Gehälter, Löhne hier nicht im gleichen Umfang. Und das bedeutet halt, dass viele Sachen, die früher alltäglich waren für die meisten Leute hier, also auswärts essen, abends ins Kino oder ins Theater gehen, Veranstaltungen besuchen etc., ist mittlerweile für den Großteil oder viele Leute hier sehr unerschwinglich geworden. Und
Ja, hier sieht man auch mal schön, wie verrückt der Verkehr ist. Ja, und wie gesagt, viele Leute klagen über die immer noch steigenden Preise, sodass dann manchmal wirklich der einzige Ausweg darin besteht, dass man aus Toronto wegzieht. Also die Zahlen sind relativ hoch der Leute, die Toronto verlassen. Also hier, gerade auch seit der Pandemie, gibt es einfach viel mehr Leute und man sieht viel mehr Armut überall. Also mehr Obdachlose, mehr Leute, die auf der Straße sind, die Ausgabestellen für Lebensmittel und so weiter. Also hier gibt es halt viel durch Spenden und so weiter. Die sind sehr gut besucht. Viele Familien verlassen sich halt auch darauf, gerade auch mit Kindern und so weiter, weil halt die Leute sich das nicht mehr leisten können. Viele Leute hier, ist es auch ein Problem, wenn man hier umziehen möchte, also von einer Wohnung in die andere, weil wenn man momentan irgendwo wohnt, wo man noch die Miete zahlt, die vor 10 Jahren oder so normal ist und dann sich eine neue Wohnung sucht, also dann zahlt man mal locker das Doppelte oder Dreifache von seiner ursprünglichen Miete, sodass ein Umzug für viele Leute gar nicht in Frage kommt. Hier ist eine Sache auch anders als in Deutschland, und zwar mietet man hier Wohnungen standardmäßig erstmal für ein Jahr. Also man verpflichtet sich per Vertrag zu einem Jahr in der gleichen Wohnung und nach einem Jahr geht es dann auf monatliche Miete über. Dann kann man halt jederzeit mit einer Frist, mit einer normalen Frist von 2 Monaten oder so die Wohnung kündigen. Es gibt allerdings noch einen Punkt hier, der, wenn man nach Toronto ziehen möchte und sich nach Wohnungen umguckt, wichtig ist. Und zwar gibt es viele von den neuen Wohnungen, die nach 2019 fertiggestellt wurden, also Ende 2019. Die haben keinen, das heißt hier Mietschutz sozusagen. Also alles, was vorher gebaut wurde und bewohnbar war, fällt unter einen gewissen Mietschutz. Da legt die Stadt dann jeweils fest, um wie viel Prozent die Miete im Jahr erhöht werden darf. Es sei denn, es gibt halt irgendwelche Besonderheiten im Vertrag, aber normalerweise ist das geregelt. Aber die Wohnungen, die nach 2019 entstanden sind, also nach November 2019 bewohnt wurden, die fallen halt raus aus dieser Regelung und entsprechend kann der Vermieter jedes Jahr die Miete erhöhen, ohne dass es irgendeine Grenze gibt. Also theoretisch kann der Vermieter die Miete mal eben verdoppeln, wenn ihm danach ist. Beziehungsweise wenn man die Mieter raushaben möchte, ist das gar kein Problem. Dann erhöht man die Miete halt eben mal um so viel, dass die nicht mehr bezahlbar ist und sucht sich dann neue Mieter. Das ist hier leider ein Problem und viele Leute wissen das auch nicht. Das heißt, man muss halt immer gucken, wann wurden die Wohnungen gebaut, wenn man nicht in so eine Falle tappen möchte. It actually is, I think. I didn't know that existed. In den letzten Jahren sind die Leute hier auch generell unzufriedener geworden, also auch mit der Politik des Landes. Da wird gerade heftig diskutiert, was die nächsten Wahlen angeht und wie man gegebenenfalls
die jetzige Situation ändern kann. Wie gesagt, viele Leute, was jetzt gerade Toronto angeht, haben die Stadt verlassen und werden wahrscheinlich auch nicht wiederkommen, weil die Preise vermutlich nicht fallen werden. Die einzige Hoffnung, die viele Leute haben, ist, dass sie nicht noch weiter steigen. Aber das wird sich halt zeigen, wie das da weitergeht. Wenn man neu in Kanada ist, ist es in einer Stadt wie Toronto, die halt sehr beliebt ist für Neuankömmlinge, halt auch sehr, sehr schwierig, eine Arbeit zu finden. Viele Leute hier fahren Taxi oder versuchen anderweitig genug Geld zu verdienen, um die Familie oder sich selber zu unterstützen. Ich habe neulich eine Statistik gesehen, da hieß es, dass Leute, die hier weniger als 5 Jahre im Lande sind, den Anteil also die meisten Arbeitslosen hier ausmachen, weil sie halt in Kanada keine Referenzen haben und es damit dann auch deutlich schwieriger ist, vor allen Dingen eine Stelle in Vollzeit zu finden oder eine gute Stelle zu finden. Oftmals werden die Qualifikationen aus dem Heimatland auch nicht so einfach anerkannt. Das heißt, dann muss man nochmal irgendwelche Examen machen, wenn man hier ankommt, beziehungsweise nochmal eine komplette Neuausbildung oder zumindest einen Teil seiner Ausbildung oder Studium wiederholen, was natürlich auch recht kostspielig ist. Ohne eine Arbeit in Vollzeit kann man sich die Mieten hier auch nicht wirklich leisten, beziehungsweise man findet auch kaum einen Vermieter, der einem die Wohnung überlässt, wenn man nicht nachweisen kann, dass man angestellt ist, beziehungsweise genug Geld zur Verfügung hat, um die Miete erstmal für das Jahr, für das man sich verpflichtet, zu zahlen. Und ich denke, gerade jetzt auch mit Covid hat sich für viele Leute der Alltag verändert. Viele Leute waren 7 Tage die Woche zu Hause und sind jetzt arbeiten immer noch größtenteils von zu Hause. Wobei sich das inzwischen auch ein bisschen ändert, weil die meisten Unternehmen darauf bestehen, dass die Leute zumindest 1-2 Tage pro Woche ins Büro kommen oder je nachdem, wo man arbeitet, muss man dann vor Ort sein. Während der Pandemie standen viele Häuserwohnungen in Toronto leer, weil die Leute irgendwo außerhalb sich was gesucht haben, was günstiger war. Aber jetzt, wie gesagt, ist der Wohnraum heftig umkämpft, sodass man ohne Referenzen, ohne Nachweis von Arbeit und Einkommen kaum eine Chance hat, hier in Toronto was zu finden. Also es ist sehr, sehr schwer geworden. Und ja, man sieht es halt, wenn man hier rumläuft, auch relativ schnell, dass halt viele Leute davon betroffen sind. Eine weitere Sache, die sich hier auch ein bisschen verändert hat innerhalb der letzten Jahre, ist so das Thema Sicherheit in der Stadt, was halt vorher nie wirklich ein Problem war.
Also Toronto war für eine Großstadt sehr, sehr sicher und absolut nicht zu vergleichen mit irgendwelchen US-Großstädten und der Kriminalitätsrate in den Städten. Also hier konnte man eigentlich in den meisten Vierteln Tag und Nacht rumlaufen, ohne irgendwie Angst haben zu müssen. Also um das einfach, denke ich mal, irgendwo einordnen zu können, Toronto ist immer noch eine sehr, sehr sichere Stadt. Also gerade auch für eine Stadt in dieser Größenordnung, ist Toronto sehr sicher. Aber es gibt deutlich mehr Zahlen, was zum Beispiel Einbrüche angeht. Es kursieren mittlerweile im Internet viele Videos von irgendwelchen Überwachungskameras, wo gezeigt wird, dass die Leute teilweise, die Einbrecher teilweise auch relativ brutal vorgehen. Also zum Beispiel versuchen, die Haustüre mit Gewalt aufzubrechen, um irgendwie an den Autoschlüssel zu kommen. Viele Leute hier machen es mittlerweile so, dass sie die Autoschlüssel irgendwo nahe der Haustüre ablegen, sodass, wenn eingebrochen wird, das sofort sichtbar ist und die Einbrecher quasi dann das Haus auch verlassen, wenn sie das gefunden haben, wonach sie suchen. Also es ist deutlich anders. Gibt halt auch dadurch, dass viel mehr Leute jetzt auf der Straße sind und auf der Straße leben, bisschen mehr, ja, es gibt einem ein bisschen das Gefühl, dass man in manchen Vierteln vielleicht nicht mehr so sicher ist. Nicht zu sagen, dass die Leute unbedingt kriminell sind oder was auch immer, aber das Leben ist schon rauer geworden hier in Toronto und viele Leute versuchen halt wirklich einfach nur zu überleben und da merkt man den Unterschied schon. Und dadurch, dass es halt wenn man hier lebt, muss einem zum Beispiel auch klar sein, dass man auf bestimmte Dienstleistungen, wie zum Beispiel Ärzte, also Spezialisten und so weiter, mittlerweile auch einfach sehr lange warten muss. Also irgendwie wird da immer noch Corona als Hauptgrund genannt, warum die Wartezeiten so lang sind. Also teilweise, wenn man nichts Dringendes hat, wartet man durchaus auch ein Jahr oder länger, um zu einem bestimmten Spezialisten zu kommen. Also selbst Krankenhaustermine können locker ein halbes Jahr bis zu einem Jahr dauern, je nachdem, bis man einen Termin für eine OP bekommt. Und das ist deutlich geworden, dass es auch nicht wirklich besser wird. Also die Leute warten ziemlich lange auf Termine. Führt natürlich auch zu Unzufriedenheit, beziehungsweise dazu, dass manche Leute Termine buchen in irgendwelchen anderen Ländern, da wo sie herkommen oder da wo es eine günstigere Behandlung etc. gibt. Also viele Leute hier gehen zum Beispiel in die USA für bestimmte medizinische Dinge, weil man da dann halt die Sachen bar bezahlt und am nächsten Tag einen Termin bekommen kann. Irgendwas, worauf man hier zum Beispiel MRI oder so, wo man hier bis zu einem Jahr warten muss. Dadurch, dass Toronto nicht weit ist von den Niagara-Fällen, wo es den Brückenübergang gibt zu
zu den USA ist es hier machbar, aber halt auch deutlich teuer, weil man natürlich auch erstmal in die USA kommen muss. Und ja, man zahlt dann, wie gesagt, aus eigener Tasche für was auch immer hier vielleicht von der Krankenkasse erstattet würde. Also grundsätzlich kann man sagen, dass sich das Leben schon ziemlich verändert hat. Gerade auch seit Ausbruch von Corona mit den ganzen Veränderungen, die da einhergingen. Und man hat nicht das Gefühl, dass sich die Stadt so unbedingt wieder komplett davon erholt hat. Ich weiß nicht, ob das noch entsprechend dauert oder ob man vielleicht nie wieder auf den gleichen Level kommt. Viele Leute denken halt, dass sich vielleicht durch Wahlen was verändern wird. Bleibt abzuwarten. Die Stadt versucht mittlerweile halt mehr Wohnraum zu schaffen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber ich glaube, für den Otto-Normalverbraucher ist es immer noch eine sehr, sehr teure Stadt. Wenn man hier zu Besuch kommt, wenn man hier Urlaub machen möchte, ist es auch nicht gerade günstig. Also egal, ob man jetzt im Hotel wohnt oder Airbnb, sind die Kosten schon relativ hoch. Tja, ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Statistiken aussehen, aber ich würde mal schätzen, dass es halt auch weniger Urlauber gibt, weil Flüge halt auch teurer geworden sind. Ja, also alles in allem schon eine gewisse Veränderung, die man hier spüren kann, wenn man hier schon etwas länger ist. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Hoffentlich wird es besser. Hoffentlich erholt sich die Stadt von allem wieder. Und ja, die Leute können sich hoffentlich wieder ein bisschen mehr leisten in der Zukunft, als das momentan der Fall ist. Damit denke ich, verabschieden wir uns für heute für dieses Video. Und ja, wenn euch die Informationen gefallen haben, dann gebt uns gerne den Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und wir freuen uns drauf, euch demnächst wieder in Toronto zu sehen. Bis dann, macht's gut!